Servus und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Heute schauen wir uns den beliebten Airbus A320 von Phoenix an. Vor kurzem hat Phoenix ja zwei verwandte Flugzeugtypen released, nämlich den A319 und den A321. Vom Prinzip her, also was die Systeme und so weiter angeht, sind die drei Flugzeugtypen komplett gleich. Sie unterscheiden sich lediglich in der Länge und im Gewicht, was sich natürlich auch auf die Performance-Werte beim Start und Takeoff auswirkt. Aber, das heißt, wenn du den A320 im Griff hast und fliegen kannst, dann klappt das beim A319 und beim A320 absolut gleich. Das bedeutet, nach dem heutigen Video bist du in der Lage, gleich 3 Airbusse cold den Tag zu starten und sicher und mit Spaß von einem Flughafen zum anderen zu bewegen. Und das versuche ich so zu erklären, so einfach wie es geht. Und als Disclaimer, ich bin kein echter Pilot, ich fliege nur extrem gern im Flugsimulator und habe mir das alles selber beigebracht. Viele Flugstunden später mit dem Phoenix habe ich jetzt ein paar Tipps und Tricks heraus und genau das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Ich verrate dir alle Tipps und Tricks, die ich kenne, um den Phoenix mit wenigen Schritten möglichst ordentlich, aber auch mit viel Spaß zu starten und zu fliegen. Also bleib dran. Ich bin der Mario und herzlich willkommen auf meinem Kanal SimSights. So, jetzt wird's ernst, mal die Kopfhörer aufsetzen. Wir starten direkt im Flugsimulator vom Flughafen Wien. Zielflughafen ist Salzburg, das heißt, es wird heute ein kurzer Flug werden. Ich habe auch im Vorfeld auf SimBrief einen kurzen Flugplan erstellt, damit wir uns die ganzen Eingaben händisch sparen können. Wenn du SimBrief noch nicht kennst oder mal wissen willst, was man kostenlos alles nutzen kann, dann schau dir das verlinkte Video dazu an. Schauen wir uns mal an, was wir da geplant haben. Wir fliegen heute als Auer 320 mit dem Callsign OS 320 von Wien nach Salzburg. Im A320, sollte irgendwas sein, fliegen wir wieder nach Wien zurück, aber es wird natürlich alles passen. Departure Time um 12 UTC, das heißt 14 Uhr. Wir fliegen 16.000 Fuß und mit einem Cost-Index von 15. Und da unten haben wir noch ein paar Daten und das ist jetzt dann das Interessante, unser Flugplan. Das heißt, wir fliegen hier quasi mit einer SID ab und dann über eine Star kommen wir wieder hinein und landen dann auf der 15. Der 1.5 und zwar mit ILS dann, das schauen wir uns aber dann an, wenn es soweit ist. Und genau das hat SimBrief mit ganz wenigen Klicks für uns erstellt. Wir schauen uns dann noch an, wir kommen über SBG dann daher. Und that's it. Das Ganze habe ich in den Microsoft Flight Simulator schon reingeladen, das schaut dann so aus. Also eben Wien nach Salzburg mit der SID und mit der Star oben gesetzt. Und auch schon einen Gate ausgewählt, nämlich F9. Hoppala, jetzt sind wir ein bisschen zu nah. Den Gate F9 ausgewählt, wo wir dann eben abfliegen. Und eben nicht wundern, da steht zwar Gate 9 und hier steht wieder Start-Landebahn, aber das passt dann schon, das findet dann schon zusammen. Und den Rest lasse ich einfach so, wie ich es aus SimBrief bekommen habe. Wir sehen eben ganz schön hier eine SID, eine Instrument Departure und dann noch einmal eine Star hinten in grün als Arrival. Dann würde ich sagen, es ist 11.42 Uhr. Nein, jetzt ist es 11.42 Uhr, also kurz vor 2 genau genommen. Ein bisschen Zeit müssen wir den Leuten jetzt zum Einsteigen geben und wir gehen auf Losfliegen. Ich zeige dir jetzt noch kurz mein Equipment, mit dem wir den Airbus heute von Wien nach Salzburg bewegen werden. Ich habe hier den Airbus Sidestick, den ich wie ein Captain mit links fliege und den Throttle Quadrant, wo auch ein Speed Brakes und ein Flaps Lever drauf ist. Und ich schiebe mal kurz das Mikrofon zur Seite und man kann ja auch die Triebwerke starten, also man kennt den wahrscheinlich eh. Nur, dass ihr Bescheid wisst, das heißt, ich bin hier relativ gut ausgestattet und fliege den Airbus mit Airbus-Mitteln. Wien Clearance Delivery Austrian 9er 0 Mike Alpha, ready to copy IFR clearance to Salzburg. Austrian 9er 0 Mike Alpha is cleared to Salzburg Airport as filed. Takeoff runway 29er climb and maintain 6,000 feet. So, das war auch gleich die erste Aufgabe. Wir haben jetzt 6.000 Fuß dann einzustellen. Das ist dann einzudrehen hier im Autopilotenpanel. Austrian 9er 0 Mike Alpha, cleared to Salzburg Airport is filed. Passt. Austrian 9er 0 Mike Alpha readback is correct. Dann sind wir jetzt im Cockpit angekommen. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Ruhe. Fangen an im Overhead-Panel. Das heißt, wir schauen da mal im Overhead-Panel hinauf und schalten mal Batterie 1 und Batterie 2 ein und dann die externe Ground Power dazu. Das heißt, der ganze Flieger kommt jetzt zum Leben, hat jetzt Strom und fängt an zum Starten, also zum Werken. Dann machen wir weiter mit der linken Seite hier mit den ADIRs und schalten ADIR 1, 2 und 3 auf an. Wir haben 3 Stück davon, die sind für die Navigation zuständig und zeigen uns dann auf der Map, wo wir sind. Die brauchen eine Zeit zum Alignen, das heißt, die drehen wir auch ganz früh auf. Passenger Oxygen Crew Supply schalten wir an
Dann die Nav Lights schalten wir ein und die Passenger Emergency Lights schalten wir auf Arm. Das ist für den ersten Schritt erstmal okay. Die Fuel Pumps sind dabei alle noch auf Off, weil wir haben ja vermutlich noch nicht viel Fuel drin. Genau, wir lassen uns jetzt noch befüllen über den Refueling Truck und das leiten wir jetzt gleich ein. Das heißt, im nächsten Zuge initialisieren wir mal den Flugplan, den wir vorhin auf SimBrief erstellt haben, im EFB, im Tablet. Dazu gehen wir mal rüber ins Tablet und klicken Phoenix an. Da haben wir dann beim My Flights im ersten Tab, normal ist der auch gleich an, die Möglichkeit noch das zu importieren. Das klicke ich jetzt mal an und dann wird vom SimBrief der Flug von Wien nach Salzburg eben geladen. Da steht dann auch noch die Uhrzeit und wie viel Restzeit wir haben, bis es losgeht. Im nächsten Tab gibt es dann die Ground Services. Da ist wichtig, dass eben die GPU schon an ist, sonst könnte man den Flieger nicht mit der Batterie aufdrehen und hätten nicht diese ganzen Instrumente alle an. Und genau, die restlichen Sachen managen sich nachher später alle automatisch. Also die Türen gehen auf und zu über das Boarding von GSX, wenn du hast. Und das zeige ich dir dann, wenn es soweit ist. Mass and Balance, das ist das, was wir in das Flugzeug hineinbeladen. Also wir haben momentan keine Leute drin, planen 162 Leute. Wir planen auch ein bisschen Cargo, das heißt ein paar Koffer und ein bisschen Gepäck. Und auch beim Fuel haben wir momentan 3 Tonnen noch drin und 5,2 werden wir nachher drin haben. Und damit das Ganze alles reibungslos mit GSX funktioniert, klicken wir dann auf Load Aircraft. Damit das wirklich gut geht, muss GSX laufen. Das heißt, so wie hier, das zeigt, es läuft nicht. Das heißt, einmal anklicken. GSX muss wirklich laufen, sonst klappt das nicht. Dann kann man daher klicken und sagen, okay, Confirm Load Aircraft, GSX. Und jetzt macht der Airbus all diese ganzen Klicks für uns. Er macht die Türen auf, wenn es soweit ist. Er initialisiert das Boarding. Die Jetway fährt jetzt zu uns rüber, wenn wir uns das anschauen. Also die kommt da jetzt näher, parallel gehen unten die Türen auf. Nachher kommen dann auch noch die Leute, die dann die Koffer einladen. Und jetzt kommt dann eben noch zuerst der Refueling Truck. Das Ganze kann man sich von da auch anschauen. Wunderschön. Und das war's damals soweit. Das heißt, beim Tablet sind wir jetzt einmal fertig. Da müssen wir jetzt soweit mal nichts mehr machen. Wie man einen Flugplan im SimBrief ganz einfach erstellen kann, das habe ich in einem anderen Video schon einmal erklärt. Das kann ich dir nur sehr herzlich empfehlen, nach diesem Video anzuschauen. Ansonsten gibt es da, glaube ich, nicht weiter viel zu sehen. Die ganze GSX-Integration ist bei den Sim-Settings dann eingestellt, hier unter GSX, aber auch hier habe ich ein eigenes Video dazu gemacht, was sich nur um das dreht. Auch da, wenn du mehr wissen willst, einfach mal dieses Video anschauen. Ansonsten sollte alles mal so stehen, wie es da steht. So, wir hören jetzt auch schon im Hintergrund, dass das Passenger Boarding losgeht, dass der Refueling Truck hier angekommen ist und uns da jetzt vermutlich auch relativ gleich befüllen wird. Da kommt der eine Kollege, der jetzt da den Bodenschlauch da aktiviert und dann eben uns betankt. Aber es soll ja gar nicht um das Ganze drumherum gehen, sondern vielmehr um das Starten im Airbus selber. Jetzt haben wir das Tablet abgeschlossen, jetzt machen wir im EFB weiter. Und zwar schauen wir mal ganz kurz daher. Da gibt es dann eben zwei EFBs, einmal das rechte, einmal das linke. Wir schauen uns jetzt mal das linke an. Wir können beide gleichzeitig bedienen, fangen im Azu an und holen uns da mal auch den Flug. Das heißt, wir initialisieren den Flug, das was wir da eingegeben haben, damit wir dann nachher ein Loadsheet bekommen, Wetter anfordern können und so weiter und so fort, ist das mal notwendig. Das heißt, wir klicken hier auf Init Request, lassen das Ganze ausfüllen und dann hat das schon mal funktioniert. Bei Received Messages haben wir jetzt in erster Linie auch schon eben das besagte Loadsheet, wo wir erfahren, was wir alles beladen, Zero Fuel Weight, Takeoff Weight und so weiter und so fort. Ich möchte mich da im Detail gar nicht verlieren. Ich klicke immer nur auf Accept, weil im Endeffekt ist das das, was im SimBrief drin steht. Es kann dann passieren, dass vielleicht noch ein paar Leute mehr mitfliegen, aber das erfahren wir erst, nachdem das Boarding abgeschlossen ist. Deswegen gehe ich da immer relativ schnell drüber. Dann gehe ich rüber ins MCDU-Menü, wähle FMGC und gehe auf Init. Das Ganze initialisieren wir jetzt hier noch einmal, das heißt, wir haben es vorhin im Tablet gemacht, jetzt machen wir das Ganze hier im FMC, holen uns den Flugplan, er requestet das Ganze wieder vom SimBrief, das heißt, wir werden hier gleich wieder Wien nach Salzburg stehen haben. Flugnummer hat er nicht übernommen, die geben wir selber ein, das ist OS 320, Kostindex und Höhe, die Höhe habe ich mal gemerkt, das waren 16.000 und der Kostindex war 15, den geben wir auch noch ein und den Wind initialisieren wir auch noch, also den requesten wir. Jetzt sehen wir auch schon, der Flightplan Uplink ist da, der Wind Uplink ist da, alles schaut soweit gut aus.
Wir werden parallel draußen noch befüllt, wie wir hören. Die Koffer werden dann nachher beladen, nachdem das Refueling abgeschlossen ist. Das heißt, auch hier auf dem Tab sind wir mal fertig. Hier gibt es dann noch die zweite Möglichkeit, Zero Fuel Rate und so weiter einzutragen. Aber das machen wir dann, wenn das Boarding abgeschlossen ist. Das Ganze geht dann sehr bequem aus dem Tablet heraus, wo wir das mit einem Button einfach ans MCDU schicken können. Das heißt, da drüben sind wir eigentlich schon mal fertig auf der Init-Page. Der nächste Schritt ist dann unser Flugplan. Also wir wissen ja, wir haben einen Flugplan über SimBrief geplant, der ist grob schon da. SID und STAR, also der Abflug und der Anflug, die fehlen aber noch. Das heißt, wir gehen wieder hier oben auf unsere Startdestination, das ist Wien, gehen dann auf die Departure. Dann schauen wir ganz kurz, wie wir denn eigentlich fliegen, nämlich über die 2.9, über Sovic 1C, das werden wir jetzt auswählen, das heißt 2.9. Und dann scrollen wir runter zu Sovic 1C, das ist hier. Und dann sagen wir Insert Temporary. Wir haben die erste Kette schon einmal gemacht. Genau, und dann nachher haben wir noch ein kleines Loch, eine Flightplan Discontinuity, die werden wir noch auflösen. Jetzt geben wir noch die Star ein, also die Arrival. Und zwar kommen wir über den ILS 1.5 und hier, glaube ich, Matir 2A, 2R. Wählen wir aus via SBG, Insert Temporary und wir sollten auch einen sauberen Flugplan haben ohne Lücke, ohne Flightplan Discontinuity. Die ist verschwunden, genau. Das Ganze können wir uns jetzt im Detail noch einmal anschauen. Also da gehe ich dann immer wieder zurück, stelle den Regler hier auf Plan. Dann kann man hier nämlich mit dem Pfeiltasten durchsteppen und auf dem Display hier sieht man den Weg. Das heißt, da schauen wir uns jetzt an, wie fliegen wir. Das schaut ja eigentlich genauso aus, wie wir auf SimBrief geplant haben. Also perfekt, alles gut. Kann man dann da wieder umschalten auf den anderen Modus, auf ARC und gut ist. Das heißt, auch der Flugplan sitzt. Den können wir noch übernehmen in den Secondary. Das mache ich immer ganz gerne. Sollte ich irgendwie mir dann doch umdisponieren, habe ich den originalen Plan relativ schnell wieder da. Genau, im nächsten Schritt warten wir jetzt ab, bis das Ganze einfach mal fertig beladen wird. Also das Refueling ist jetzt abgeschlossen, der Kollege packt da schon ein. Ja genau, der Schlauch wird jetzt da auch schon aufs Fahrzeug wieder raufgehievt und jetzt fahren die weg und dann kommen die guten Kollegen mit dem Koffer oder mit den Koffern. Falls du das nicht bei dir hast, das ist die GSX Pro Integration, die kann ich dir echt nur empfehlen. Also das ist ein Must-Have Add-on. Ein Wahnsinn. Ohne dem würde ich, glaube ich, den Flugsimulator nur halb so gern spielen. Die Immersion ist echt sehr cool. So, wie gesagt, der Refueling-Typ fährt jetzt weg und die zwei Koffertypen fahren da jetzt hin. Nutzen diese zwei offenen Luken, um jetzt da Koffer einzuladen. Und das warten wir de facto auch noch ab. Hier sehen wir auch schon, da hat sich im Endeffekt das IRS, was wir da vorhin aufgedreht haben, das A-Tier eigentlich, hat sich jetzt aligned. Das heißt, wir haben da auch die Meldung, dass GPS Primary jetzt da ist. Das können wir wegklicken, das ist soweit so gut. Das war es erstmal hier in dem MCDU. Wir haben natürlich schon noch ein paar Sachen einzugeben, aber das Init-Gewicht können wir erst eingeben, wenn das Boarding abgeschlossen ist. Und die Performance-Werte mit V1, VR und V2, unsere Startgeschwindigkeiten, können wir auch erst eingeben, wenn natürlich dann die Gewichte und so weiter alle stehen. Das heißt, das warten wir jetzt noch ab und jetzt können wir quasi mal da herumsitzen und warten, bis uns das Flugzeug beladen wird. Parallel kann man da auch noch schauen, da steigen Leute ein. Da spawnen die Leute einfach aus dem Nichts, gehen durch die Wand und steigen in unseren Flieger. Das schaut da sogar schon wieder relativ gut aus. Da stehen zwei nette Damen, die uns begrüßen werden. Ja, hallo, servus. Und da sitzen auch schon eine Menge Leute. Wenn du bei dir in deinem A320 auch Passagiere sitzen haben möchtest, dann musst du da einen gewissen Haken im GSX Pro anhaken. Welcher das ist,
Auch dazu habe ich ein gesondertes Video gemacht, das kann ich da auch nur herzlich empfehlen, nach diesem Video anzuschauen. Auf jeden Fall, wenn der Haken sitzt, dann hast du hier Leute in deinem Flugzeug sitzen, die sich tatsächlich bewegen, Sachen trinken, spielen. Er sitzt da mit seiner Switch. Er schaut aus, als hätte er ein bisschen Hunger, vom Gefühl her. Genau, macht das Ganze noch einmal eine Ebene immersiver, muss ich sagen. Schauen wir mal, was unsere Beladungstruppe da draußen macht. Ja, die Koffer sind auch schon da, werden da fleißig beladen. Das Ganze können wir uns auch von der rechten Flügelseite mal anschauen. Oder von dem Flugzeug selber. Auch da kann man schön rausschauen. Im Flieger hat man dann ganz nett eine Boarding-Musik. Jetzt muss ich nur ganz kurz schauen, warum sieht man keine Leute? Ja, ganz einfach. Die Leute sind nur sichtbar, wenn die Tür offen ist. Trick 17, wir machen die Tür auf. Voilà, und die Leute kommen alle. Geht aber ein bisschen in die Performance, muss ich sagen. Also es, ja, man merkt, aber von nichts kommt nichts. Jetzt schauen wir dann noch einmal aus dem Fenster raus. So schaut es ja dann doch eher aus, wenn man mal als Fluggast mitfliegt. So, zwecks Performance-Gründe mache ich die Tür wieder zu. Wir sehen schon 60 FPS, auf einmal sind es wieder 70. Könnt ihr euch noch erinnern, wir haben ja zu Beginn eine Aufgabe bekommen von der ATC mit die 6000. Jetzt könnte man die 6000 dann schon langsam da einstellen, weil da müssen wir später nicht machen. Das ist auch so ziemlich das Einzige, was wir in dem Autopilot-Panel noch einstellen müssen. Der Rest ist dann eigentlich schon sichtbar. Aber die erste Höhe von 6000 können wir schon einstellen. Flight Director ist standardmäßig an. Ich schalte mir immer ganz gerne die Constraints dazu, dann sieht man quasi, dass man bei gewissen Punkten hier eine bestimmte Höhe oder Geschwindigkeit haben muss. Wenn man das wieder wegschaltet, sieht man das nicht, dann muss man sich hier aus dem Display daraus zaubern. Das schalte ich mir immer ganz gerne dazu, kann ich nur empfehlen. Und mein linkes Display habe ich immer relativ gering von der Range und das rechte Display recht groß, dass ich eigentlich fast bis zum Ziel sehe. Weil ich habe ja keinen Co-Piloten, ich fliege ja quasi alleine, ich kann ja auf beide Displays selber schauen. Und wir beobachten mal wieder, was die Beladung hier macht. Wenn man das Ganze hier beschleunigen möchte, auch hier wieder ein kleiner Tipp, kann man hier auf MCDU-Menü gehen, auf Maintenance und da drinnen gibt es die Möglichkeit, die SIM-Rate zu erhöhen. Die normale SIM-Rate kann man nicht erhöhen über die Bordmittel vom Simulator, das mag der Phoenix nicht. Der mag das nur über die Art und Weise. Wenn ich da jetzt auf mal 2 gehe, dann beladen diese Kollegen da auch ein bisschen schneller. Was durchaus ein bisschen praktischer ist, wenn man keine Zeit hat. Jetzt schupft er da die Koffer ein bisschen schneller in das Flugzeug rein. Und wir können parallel dazu, weil die Leute sind ja schon eingestiegen, mal das erste machen, und zwar die APU starten. Unser Hilfstriebwerk, damit wir unsere externe Power abschalten können. Das heißt, ich schalte die mal ein grundsätzlich. Warte dann ganz kurz und gehe jetzt auf Start. Das heißt, parallel startet sich jetzt dann die APU. Das Ganze klappt natürlich nur, wenn die Fuel Pumps auch an sind. Das heißt, die sollten schon an sein, das habe ich jetzt vergessen. Das macht man im Idealfall schon, bevor man diesen Knopf hier drückt. Grundsätzlich ja, sind sie jetzt an. Und wenn wir jetzt rausschauen, werden wir auch schon hören, wie die APU langsam hochfährt. Das ist dieses Hilfstriebwerk da hinten. All diese Schritte, die wir bis jetzt gemacht haben, sind im A320, im A319 und im A321 absolut deckungsgleich. Da ist nichts anderes. Der ist einfach nur kürzer oder länger. Der EPU ist jetzt dann schon relativ laut, würde ich sagen. Das heißt, die wird gleich da sein. Die wird dann hier auf Avail umschalten. Dann können wir nämlich auch unsere externe Power eigentlich trennen. Und im Vorfeld
schauen wir uns noch unser Boarding an. Das ist jetzt fertig, das ist sehr gut. Das heißt, wir sehen jetzt hier Aircraft Loaded Dismiss. Wir haben alle unsere Gewichte hier und die können wir jetzt entweder manuell eingeben, so wie wir es in anderen Flugzeugen machen, oder wir setzen es mit dem Button, senden wir es an die MCDU und dann haben wir auch gleich alles drüben. Bei Init, vorhin bei Init B, wenn ihr euch erinnert, hier sind die Werte jetzt alle drin. Dann fehlt ja jetzt eigentlich noch die ganze Performance-Kalkulation. Dazu schauen wir dann wieder aufs Tablet rüber. Da gibt es jetzt ein eigenes App dafür, nämlich dieses mit diesem Flugsymbol, was da wegfliegt. Das klicken wir an. Da laden wir jetzt das Final Load Sheet hinein, was wir jetzt erst haben, nachdem das Boarding abgeschlossen ist. Sagen, das Wetter holen wir uns auch noch und dann lassen wir den einmal rechnen. Unbedingt auch prüfen, dass die Runway stimmt, aber normalerweise stimmt das. Und dann sehen wir da V1, VR, V2. Das sind unsere Entscheidungsgeschwindigkeiten, also V1, VR, wann wir rotieren und V2. Und parallel sieht man dann eben auch noch, okay, wir haben Transition Altitude 10.000, wir fliegen mit Flaps 1 und trimmen uns ein bisschen runter auf 0,3. Das müssen wir dann noch einstellen. Beziehungsweise, genauer gesagt, auch hier ein bequemer Button, Send to MCDU. Schauen wir kurz rüber, da ist jetzt momentan alles leer. Ich klicke diesen Button, Send to MCDU, gesendet. Die ganze Seite ist ausgefüllt, wir sind fertig. Wir müssen nachher nur die Trimmung noch manuell einstellen, also das ist nicht miteinander verbunden. Dann haben wir das jetzt erledigt, dann können wir uns jetzt noch von der ATC unsere Rollfreigabe anfordern, damit wir uns dann grundsätzlich eigentlich auch bewegen dürfen. Beat ground Austrian 90 Mike Alpha with Echo ready to taxi IFR. Austrian 90 Mike Alpha taxi to and halt short of runway 29 using taxiway Lima Echo X-ray tree Mike Alpha 1. Contact tower on 121.2 when ready. Passt, das müssen wir jetzt bestätigen, also der wartet sonst drauf und dann wird er böse mit uns, also Rollfreigabe bestätigen. Taxiing hold short runway. Den Weg dazu, weil es laut, kann man sich einblenden lassen mit einer netten Tastenkombination. Und wie das geht, habe ich auch in einem gesonderten Video gemacht. Das ist ein Wahnsinn, ich habe schon ziemlich viele Cross-Videos gemacht. Das ist wirklich ein sehr praktisches Feature. Die Rollweganzeige, die Navigation quasi on demand einzublenden, auszublenden, wie man es braucht. Weil dauerhaft finde ich es eigentlich hässlich, aber jetzt so kurz mal zu schauen, wo wir hin müssen, um sie dann wieder auszublenden, extrem praktisch. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann bitte gerne das verlinkte Video anschauen. Kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Also wir wissen jetzt genau genommen, wir fahren hier dann raus und wir müssen Nose Right machen. Das heißt, wir drehen uns nach rechts und das Ganze werden wir jetzt dann auch noch dem Pushback sagen. Das Ganze machen wir wie? Wir gehen, die Flucht, das machen wir weg. Das Ganze ist auch wieder miteinander verbunden. Das heißt, sobald wir hier das Beacon-Licht aufdrehen, meldet sich GSX, entknüpft die Ground Power und startet das ganze Pushback. Und das werden wir jetzt machen. Wichtig ist aber, dass wir die APU laufen haben, weil sonst haben wir keinen Strom mehr plötzlich, weil der dreht uns sonst den Strom ab. Das heißt, unbedingt schauen, APU gestartet haben, passt, Beacon Light anschalten, Hände weg, der Rest passiert automatisch. Wir hören schon Klack, er hat jetzt umgeschalten auf unsere APU. Und der Rest funktioniert automatisch. Pushback wird initiiert, die Jetway ist schon weggefahren. Es ist laut, wie immer. Wir sind noch auf mal 2, sehen wir, genau, weil der Kollege bewegt sich ein bisschen sehr flott. Ich stelle hier wieder zurück auf normal, damit er da wieder eine normale Geschwindigkeit hat. Und er geht jetzt weg. Jetzt kommt der Pushback-Takt und schiebt uns nach hinten. Damit wir dann nachher die Triebwerke starten können, brauchen wir die APU Bleed, das ist die Zuluft aus dem Hilfstriebwerk, die schalte ich jetzt schon ein. Damit wir es dann nachher nicht vergessen müssen. Weil ganz praktisch, ich habe meine Startknöpfe da auf meinem Throttle-Quadrant, das heißt, ich muss nachher nichts mehr im Simulator klicken, deswegen ist es schon gut, wenn der Haken quasi jetzt schon gesetzt ist, also wenn die APU Bleed an ist, besser gesagt. Er hieft uns da jetzt ein bisschen in die Höhe. Manchmal auch ein bisschen sehr viel, schaut schon fast ein bisschen sehr steil aus. So, und jetzt wissen wir,
Wir haben ja vorhin geschaut, Nose Right, wir müssen darüber, das heißt, wenn wir Nose Right auswählen, dann haben wir kurz zur Kontrolle, stehen wir nachher richtig, das machen wir. Ich wähle Nose Right aus und jetzt wollen sie, dass wir unsere Parking Brakes releasen. Das Ganze geht dann entweder über den Throttle Quadrant oder über den Knopf. Ich mache das über den Quadranten. Der hat uns jetzt quasi auch schon das Okay gegeben, dass wir jetzt schon starten dürfen. Das heißt, wir bewegen uns jetzt nach hinten, wir fangen an mit Engine Nummer 2. Dazu bewegen wir diesen Regler mal auf Ignition Start. Und dann schalten wir den, ja was ist das, diesen Hebel, diesen Schalter halt um und lassen die Magie passieren. Parallel hört man schon, wie die Luft umgeleitet wird ins Zweiertriebwerk. Das fängt dann an, sich mal langsam zu drehen und dann wird der Fuel dazu initiiert. Das Ganze klingt auch relativ geil aus der Innenansicht. Ist schön bassig. Illuminated sign. Da hat man auch noch dann die Anzeige mit dabei. Following safety procedures. The safety card found in your seat pocket contains important information about exit routes, oxygen masks, life jackets, and the brace position. Da kann man ja fast kaum mehr unterscheiden von der Realität. Brace. There are 8 emergency exits on this aircraft. So, dann stehen wir jetzt mal da. Triebwerk Nummer 1 ist jetzt eigentlich schon, also Triebwerk 2, Entschuldigung, ist jetzt eigentlich schon fertig hochgefahren. Das heißt, jetzt können wir Triebwerk 2 hochfahren. Dazu setzen wir uns auf die andere Seite, schalten wieder unseren Regler auf ein. Das zeige ich euch noch einmal ganz kurz aus dem Cockpit. Also diesen Kollegen hier wieder umschalten. Dann wieder rüber. Wir hören so ein paar Bellgeräusche. Also es klingt wie Bellen, ist natürlich kein Bellen, das ist die Hydraulik. Aber der Airbus ist bekannt dafür. Jetzt startet auch das linke Triebwerk. Das klingt wieder relativ leibend. Dann kurz sehr bassig. Gut, dann wissen wir schon noch von vorhin, Flaps 1, das heißt die Flaps 1 kann man jetzt auch wieder setzen. Entweder über die Maus und über das Keyboard hier und dem Schalter hier, oder ich mache das dann auch wieder über einen Quadranten, das heißt da gehe ich dann auch wieder auf den Sitzplatz und wir schauen uns das Ganze von da an, dann fahren wir auf Flaps 1 und hören uns an und schauen uns an, wie die Flaps da ausfahren. Könnte man auch noch schauen, dass der Flight Control Check funktioniert. Ihr seht es da, wenn ich vor zurück sieht man nichts, das ist hinten am Elevator, aber links und rechts kann man ganz gut erkennen, das funktioniert. Aber im Simulator geht es eh immer, also ich mache auch keinen Feuertest vor jedem Start, weil ich ganz genau weiß, ich habe eh kein Feuer. Also es fängt nichts an zum Brennen, keine Sorge. Deswegen, ich gehe da immer ein bisschen schneller durch und mache nur das, was absolut notwendig ist. So, GSX möchte von uns, dass wir die Parking Brakes setzen. Das sagt er die ganze Zeit, das heißt, das werden wir jetzt machen. Ich setze hier wieder die Parking Brakes. Die Good Engine Start haben wir jetzt schon, das heißt auch eigentlich könnte man Ignition entweder hier abdrehen oder ich drehe das auch wieder auf meinem Quadranten hier ab. Das ist hier, schalte ich zurück. Und was wir jetzt natürlich auch nicht mehr brauchen, ist die APU. Wir haben jetzt beide Triebwerke da, die Generatoren sind auch an, die sind nicht mehr auf Off oder Fail. Das heißt, wir brauchen den Strom nicht mehr über das Hilfstriebwerk, sondern wir holen uns den Strom einfach über unsere Generatoren. Das heißt, APU ist abgedreht, alles gut. Und was machen wir noch? Confirm Good Engine Start, genau. Also GSX, Confirm Good Engine Start, damit der Kollege da draußen uns wieder herunterlässt von diesem Wagel. Das sieht man jetzt. Da werden wir wieder abgesenkt, das sieht man sogar aus dem Cockpit, finde ich relativ spannend. Als Passagier kriegt man das ja gar nicht einmal so mit. Und dann entfernt sich auch schon das Fahrzeug wieder.
so hinschauen. Da kann man das ganz gut beobachten. Jetzt schleicht er sich. Danke für deine Dienste. Der Kollege kommt. Der steckt uns da diesen Bypass-Pin noch ab. Und ohne den kann man das Radl nicht bewegen da vorne. Der hat das jetzt entfernt. Beide Seiten clear. Naja, dann zeig uns den Bypass-Pin. Er geht dann immer weiter vor, weil natürlich aus dem Cockpit sehen wir das ja nicht, wenn er da unten herumtänzelt. Jetzt hebt er den in die Höhe. Das Ganze kann man sich dann auch noch vom Cockpit anschauen. Wenn ich es schaffe. Hoppala, nein, habe ich nicht geschafft. Wo steht er? Da steht er. Genau in der Säule natürlich. Und dann, ja, geht er wieder. Also er hat seinen Job gemacht. Pushback ist fertig. Wir stehen in der richtigen Linie. Ich schaue hier noch einmal ganz kurz. Siehe da, wir stehen genau dort, wo wir hin müssen. Und jetzt muss ich kurz pausieren, weil ich sehe gerade, ich habe ja meine Pedale noch gar nicht angesteckt. Wie soll ich denn bitte Ruderpedale ansteuern, wenn ich keine Pedale angesteckt habe? One moment. So, bin wieder da. Ich habe meine Pedale aktiviert. Die sind jetzt da unten. Mal schauen, ob das auch funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Sieht das sogar relativ nett im Video, na bitte, ja, kann man lassen. Dann würde ich sagen, einmal die Parking Brakes releasen. Parking Brakes sind released und wir könnten eigentlich schon ein bisschen minimal Stoff geben, und zwar aber nur minimal ein bisschen und so ganz wenig, nur so ganz wenig. Und wir sehen auch schon, wir haben da parallel noch wieder neue Aufgaben bekommen, und zwar hat uns das Flugzeug da eine neue Checklist gegeben. Ich gehe da mal ganz kurz hin. Wir sehen da schon, wir müssen noch einiges einstellen, und zwar Auto Brake sollten wir auf Max stellen. Der Haken ist da, ich habe das wieder da vorne auf meinem Quadranten. Ich schalte da einmal um. Die Signs sollten unbedingt an sein, ja, das sind die Passenger Signs und die No Smoking Signs. Spoilers müssen gearmt sein, das heißt, den tun wir einmal nach oben. Und Takeoff Config Test einmal klicken. Alles gut. Dann sehen wir hier noch Predicted Wind Shear ist off, das heißt, das schalten wir noch ein, es ist PWS hier. Wenn es mal Wind Shear geben soll beim Landen oder beim Takeoff, wollen wir natürlich wissen, und dann soll uns das Flugzeug da auch entsprechend helfen. Und dann fahren wir da mal rüber. Bleiben da ein bisschen auf der gelben Linie. Und fahren wieder nach links. Und fahren dann wieder nach rechts, weil es so lustig ist. Genau. Was wir noch nicht gemacht haben, ist, wir haben einen Altimeter noch nicht gesetzt, also den Höhenmesser. Dieses QNH 1013 klingt man noch sehr nach Standard. Das kriegen wir auch von der ATC. In der Regel. Ja, noch nicht. Auf jeden Fall gibt es da auch einen Trick. Ich drücke immer B. Standardmäßig ist das auf B gemappt. Dann setzt sich der. Okay, dann scheint aber 1013 schon zu passen. Und was wir vergessen haben, um Gottes Willen, wir rollen. Wir brauchen Taxi Lights. Die sollten an sein, bevor wir rollen. Kleiner Reminder, besser spät als nie. Und dann rollen wir da mal daher. Ich gehe mit dem Gas wieder ein bisschen zurück. Und wir stehen auf der 2 noch ein. Und wir bremsen. Die ATC geht gleich weiter, die hat das gecheckt. Jetzt brauchen wir keine Navigation. Startfreigabe. Cleared for Takeoff. Wir schauen nochmal ganz kurz nach links. Wir schauen nochmal ganz kurz raus. Genau.
schauen darüber, da landet nichts, da kommt nichts. Ich schließe die Flugsicherung. Wichtig, wenn wir auf die Rollbahn fahren, müssen wir fertig konfiguriert sein. Sprich, die Flaps müssen dort sein, wo wir sind. Takeoff-Config fertig. Und ganz wichtig, die Lichter, auch immer sehr wichtig. Strobe Lights an, Landing Lights an. Erst dann dürfen wir wirklich rüberfahren. Und jetzt release ich die Bremsen und gebe wieder ein bisschen Gas. Wollen wir wieder ein bisschen. Wir sehen schon, wir haben jetzt da auch Blitzlichter dabei. Ja, auf der Seite sieht man es ganz schön. Wir nehmen die gelbe Linie da. Ich weiß nicht, welche da die führende ist, aber ich nehme jetzt die. Schauen, dass wir uns da mittig ausrichten. Schaut ja perfekt aus. Und dann, zur Sicherheit bleiben wir noch einmal kurz stehen. In der Realität rollen die meistens dann schon direkt los und fliegen weg. Wir sind ja jetzt noch keine Profis, das heißt, ich bleibe da jetzt stehen, halte noch kurz die Bremse. Dann der nächste Schritt, den wir jetzt machen, ist, wir schalten die Engines hoch auf 40%, weil bis dahin dauert es ein bisschen und da sollten sie dann möglichst gleichmäßig hochfahren und dann ab 40 können wir Vollgas geben. Aber bis dahin macht man immer einen leichten Zwischenschritt, weil sonst werden sie asymmetrisch und dann hat man vielleicht rechts mehr Schub als links und dann wird es schwierig mit dem Anheben. Genau, also grundsätzlich sind wir, glaube ich, soweit. Wir haben da alles erledigt. Die Tür ist hoffentlich noch immer zu. Genau, kann noch mal reinschauen. Unsere Leute sitzen dann noch immer da. Sehr gut. Verschwinden aber wieder, wenn wir die Tür wieder zumachen, weil die FPS brauchen wir jetzt. Die brauchen wir jetzt, sonst wird es ruckelig. Genau, der Rest da oben ist alles richtig eingestellt. Wir haben nur die Höhen vorne noch eingestellt, die 6000. Und ich habe mir noch die Constraints eingestellt und der Rest ist alles so, wie es eigentlich schon war. Deswegen würde ich sagen, cleared for Takeoff und zwar geben wir mal ein bisschen Thrust. Schieben da mal ein bisschen hoch, so dass wir da auf 40 N1 kommen. Und dann können wir vorwärts und Flex. Toga machen wir nicht, weil wir fliegen natürlich derated. Jetzt schaue ich, dass ich mit den Ruderpedalen das Flugzeug halbwegs mittig auf der Landebahn belasse. Ich merke schon, wir kommen ein bisschen nach links. Bei V1 können wir den Start dann nicht mehr abbrechen, da müssen wir auf jeden Fall dann abheben. Und bei VR tun wir das dann auch. Jetzt kommen wir gleich zur V1. Wir sehen das dann an dem kleinen blauen 1er hier. Oh, es ist sehr windig. Und wir rotaten. Gerade noch auf der Bahn, ehrlicherweise. Und langsam aber doch. Wir sind in der Luft, Positive Rate. Jetzt können wir Gear Up sagen und machen. Und zwar machen wir das auch. Gear Up. Wir heben mal ab. Was ich jetzt schon sehe auf dem ersten, das ist eh gut. Der Flieger denkt für uns mit TCAS Standby. Das sollte man unbedingt noch einschalten. Einmal hier eins und hier zweimal weiter. Auf Auto und hier auf TARR, also Traffic Above. Genau, dann ist diese Meldung da auch weg. Und jetzt sollte man nach links fliegen, weil sonst verpassen wir unsere Route. Ihr seht schon, es ist dann ziemlich stressig mit der Zeit. Und der Airbus will nach einer gewissen Höhe, dass wir ihm vom Vollgas weggehen. Das heißt, wir gehen von dem Flex auf Climb zurück. Das mache ich jetzt, das hört man dann auch. Wir brauchen jetzt nicht das Vollgas, wie wir es beim Starten hatten. Wir sind ja schon in einer sicheren Höhe. Und wir bleiben auf der Route. Natürlich nicht ganz so gelungen, wie ich das eigentlich hätte perfektionieren wollen. In meinem Testflug vorher war ich genau auf der grünen Linie, aber wenn man natürlich ein bisschen mehr machen muss, noch reden muss und so weiter, ist man schnell überfordert. Deswegen fliegen wir das jetzt so. Wir kommen da jetzt gleich zu einem S, das ist die Sled Retraction Speed. Ab der können wir dann quasi die Flaps von 1 auf 0 zurücksetzen, weil damit werden die Sleds zurückgefahren. Die Sleds sind diese Klappen da vorne, diese hier. Die
vorne eben am Flügel dran sind und die Flaps sind die, die da hinten sind. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach. Dann können wir uns das auch von da ansehen und dann sehen wir, wie das da quasi schön wieder reinfährt. Im Hintergrund sehen wir das schöne, wunderschöne Wien. Schon wirklich sehr schön, muss man sagen. Und dann schauen wir, dass wir halbwegs auf Strecke bleiben. Wir kommen schon wieder in einen grenzwertigen Bereich. Wir sind ein bisschen sehr langsam jetzt geworden. Vielleicht sollte man mal ein bisschen die Vertical Speed reduzieren, dass wir da ein bisschen Speed aufbauen. Und wir haben unsere erste eingestellte Höhe überschossen. Das heißt, die ATC hat uns garantiert auch schon eine neue Höhe gegeben. 14.000, das stellen wir ein. Und mit der rechten Maustaste bestätige ich das, dann ist das quasi wieder im Computer drin und der Flieger weiß Climb bis zu der Höhe in der Speed und ich kann jetzt theoretisch eigentlich schon auf den Autopiloten gehen, mache ich aber nicht, weil das fliegen wir natürlich noch ein bisschen selber. In der Realität wären wir wahrscheinlich schon im Autopiloten, im Simulator wollen wir natürlich selber Hand anlegen, das heißt ich steuere da noch ein bisschen nach rechts. Kann sich da auch dieses Tablet noch ausblenden lassen, wenn man auf das Mikrofon klickt. Dann hat man da ein bisschen mehr vom Fenster. Wir können uns auch noch rübersetzen, wenn wir wollen. Wollen wir eigentlich nicht, wir sind ja der Captain. Und dann schauen wir, dass wir da ganz geschmeidig auf unsere 14.000 mal kommen. In der Speed mit der, die Vertical Speed ist vielleicht schon ein bisschen hart, 4.000 ist ein bisschen sehr steil schon. Das würde man in der Realität wahrscheinlich auch nicht ganz so hart fliegen. Dann langsam, aber doch mal wieder Flight Level. Und wir haben die 10.000, unsere Transition Altitude überschritten, das haben wir ja vorher gesehen. Das war da bei Takeoff Phase, glaube ich, haben wir das gesehen, 10.000. Das heißt, er möchte jetzt unseren Standardbarometer haben. Den Luftdruck, das kann man entweder hier setzen oder wieder mit B. Dann switcht das auf Standard. In der Höhe fliegen wir alle mit demselben. Und jetzt würde ich sagen, wenn es ein bisschen fahrt, schalte ich den Autopiloten ein und lasse den Autopiloten hier fliegen. Dann können wir uns anschauen, was wir dann noch alles so haben. Also die Ground Spoilers sind noch armed vom Start. Das löse ich mal. Die Seatbelt Signs könnten wir eigentlich schon abdrehen. Wir haben schon eine gute Höhe erreicht. Wir steigen nur noch ganz langsam, das heißt, das ist in Ordnung. Dann haben wir hier noch die Landing Lights an, die können wir bei 10.000 spätestens auch abdrehen. Das heißt, die Meldung ist auch weg und wir haben noch eine Company Message. Ja, das ist aber interessant. Jetzt hat die ATC kurz mit uns gesprochen, die wollen, dass wir 16.000 steigen. Dann machen wir das noch ganz kurz, stellen dann die 16.000 ein und schalten dann nochmal rüber und schauen uns an, was wir denn da haben. Dann gehen wir wieder rüber aufs Abzug. Ins AOC-Menü. Ich glaube, das heißt Airline Operations Center. Dann Received Message und da haben wir genau unser Load Sheet von nach dem Boarding. Genau, das habe ich ganz vergessen vorhin. Und zwar sehen wir hier, wie auch vorhin ganz kurz mal erwähnt, wir haben jetzt 2 Leute mehr an Bord, als wir eigentlich geplant haben. Das passiert, das ist so ein bisschen Simulation. Das ist eben das nachträgliche Load Sheet, was man bekommt. Haben wir zur Kenntnis genommen. Dann würde ich sagen, wir gehen hier dann quasi mal auf Perf, sind in dem Performance-Modus und hier schauen wir uns den Flugplan an, dass wir da relativ schön die Übersicht haben. Das sehen wir schon, wir fliegen da ganz schön, steigen relativ geschmeidig, sind stabil, sind gleich auf unserer Final Altitude. Brake kann ich noch runter tun. Dann haben wir jetzt unsere Reiseflughöhe erreicht. Auf der sind wir jetzt auf geschmeidig und warten wir quasi ab, bis wir wieder sinken dürfen. Da gibt es dann noch einen Schritt. Er hat es jetzt quasi genau zeitgleich rechtzeitig eingeleitet. Er möchte von uns noch ein bisschen was wissen. Und zwar die Destination Data. Das machen wir dann hier unter Performance und dann schalten wir dann mal 2 Phasen weiter. Das Descent, das ist der Approach. Quasi der Luftdruck
die Temperatur und der Wind. Das könnte sich ja ändern, das heißt, wir schauen noch einmal ins Tablet. Hierfür gibt es eine dritte App, das ist dann das mit diesen Landesymbolen hier, die klicken wir mal an. Auch da haben wir schon einiges ausgewählt, wir landen auf der 1,5, es ist trocken, wir holen uns das Meter, das steht jetzt da unten und applyen es, das heißt, wir haben 26 Grad, 10,14 ist der QNH, den wir eingeben müssen. Und ja, Landegewicht ist vielleicht noch ein bisschen schwierig zu berechnen. Können wir ja mal probieren. Wir haben jetzt 4400 Kilo Fuel und 62 Tonnen. Sagen wir mal, wir kommen mit 64 werden wir ankommen wahrscheinlich. Mit 64 Tonnen kommen wir an. Geben wir das mal testweise ein, 64 Tonnen, und dann zeigt er uns da ganz schön, das sollte man nicht machen. Vielleicht sollte man mit weniger Tonnen ankommen. Wahrscheinlich kommen wir auch mit weniger an, weil es ist relativ knapp. Also in Salzburg könnte das Ganze dann schon ein bisschen knapper werden. Wir können dann noch schauen, ob wir mit Maximum Reverse, ja, reißen wir auch nichts. Ja. Vielleicht sollten wir echt noch ein bisschen Fuel brennen, bis wir da sind. Was wir ja eh noch tun. Also wir sind ja gerade erst abgehoben, von dem her, wir fliegen jetzt noch ein bisschen, schauen wir nachher noch einmal. Wahrscheinlich sind es dann 62. Autoland überschießen wir es noch mehr, also wir sollten auf jeden Fall manuell landen. Genau, aber diese Werte, die wir da jetzt sehen, also die Temperatur, QNH und den Wind, den müssen wir noch einmal eingeben. Der ist jetzt quasi noch einmal aktualisiert worden und den möchte der Flugcomputer wissen. 10,14, 10,14, Temperatur haben wir 26, Mark Wind haben wir 330/8. 330/8. Hier stelle ich 200 ein. Das könnte man sich von der Karte auch einfach holen. Habe ich jetzt nicht. Ich gebe 200 ein. Bei Wien wüsste ich es, in Wien ist es 760, hängt auch immer vom Anflug ab, aber ja, 200 ist schon okay. Und das reicht. Das heißt, der ist da jetzt auch zufrieden, der wird uns jetzt dann nicht mehr mit dieser Testdatenmeldung kommen. Und genau genommen können wir jetzt ehrlicherweise wirklich chillen und warten, bis wir am Ziel sind. Da vorhin bei der rausgesummten Karte sieht man schon, ja, wir haben noch ein Stück vor uns. In der, wo wir tatsächlich nicht so weit rausgezoomt haben, ja, ist noch ein Stückchen. Und damit das Ganze ein bisschen flotter geht, schalte ich mir das jetzt noch in den Simrate 2x-Modus, also mal 2, gehe daher und auf einmal fliege ich quasi doppelt so schnell. Und vergeht die Zeit auch doppelt so schnell. Das Ganze fliegt da jetzt relativ stabil. Da können wir jetzt auch darauf vertrauen, dass das alles so passt. Deswegen würde ich sagen, ich mache hier einen kleinen Cut, beziehungsweise eine Speed Ramp oder wie auch immer, und wir sehen uns dann, wenn es wieder spannend wird, nämlich kurz vor dem Descent. So, da sind wir wieder. Kurz vor dem Top of Descent. Wir sehen schon da drüben auf der Map, sieht man mit der Range schon fast gar nichts. Ich zoome mal ein bisschen raus.
haben wir da eigentlich den kompletten Weg und hier zoome ich mal auch ein bisschen rein. Wir hören schon. Wir kriegen unsere Descent Clearance, das heißt wir descenden jetzt auf 8000. Was machen wir? Los geht's. Es ist zwar noch nicht 100% so, wie es der Computer errechnen wird, aber wenn die ATC sagt, wir sinken, dann sinken wir. Ich gebe 8000 ein und programmiere das wieder in den Manage Descent, das heißt in den Desk-Modus. Und der Flieger sinkt jetzt in einer geschmeidigen Geschwindigkeit. Das heißt, er versucht jetzt dann diese Speed zu halten und diese Altitude dann zu treffen. Das war quasi alles zum Thema Descent einleiten. Relativ einfach, also einfach die Höhe ändern, bestätigen. Man kann auch noch in den Open Descent Modus gehen, das ist dann quasi mit der mittleren Maustaste, dann ist der Punkt weg und dann steht hier Open Descent. Dann descendet er halt ein bisschen anders als wie im Manage Descent Modus. Aber dann glaube ich die Speeds nicht ganz so berücksichtigt, die genauen Details muss ich mal noch anschauen. Jetzt sehen wir auch schon hier auf der Karte, also wenn wir da noch ein bisschen reinzoomen, dieser blaue Pfeil hier, der zeigt uns, wo wir diese 8000 Fuß an Höhe erreichen werden. Das heißt, genau hier werden wir 8000 haben und ja, da vorne sollte man wahrscheinlich dann auf 5000 unten sein, wenn man das Ganze jetzt noch im Plan ein bisschen nachverfolgt. Aktuell 13. 8, 5, bei SPG haben wir dann 5. Genau, da vorne sollte man dann 5000 haben. Ja, das geht sicher locker aus. Also wenn wir bis dahin die 8 haben, dann haben wir da vorne die 5. Sollte sich alles ausgehen. Du kannst ja auch die Terrain-Anzeige einblenden lassen. Dann kann man hier auf Terrain on Navigation Display anklicken oder anzeigen lassen. Dann hat man hier eben auch das Terrain. In der Höhe natürlich eher ein bisschen unkritisch, würde ich jetzt einmal sagen. Wenn man dann niedriger kommt, macht die Ansicht dann vielleicht mehr Sinn. Ich lasse es einfach mal an, weil es cool ausschaut. Und wir fliegen ja immer noch im Mal-2-Modus, also das muss man auch dazu sagen. Wir sind ja hier doppelt so schnell, das werde ich jetzt auch mal unterbinden. Und zwar gehe ich da wieder zurück auf Normal, weil wir anscheinend zu schnell werden. Ja, wer sagt uns hier eh schon? Speed Limit exceeded, ich gehe das nochmal weg. Genau, nächste Aufgabe. Wir haben hier Standard Blink, das ist unser Luftdruck. Wir haben ja die 10.000 jetzt unterschritten, das heißt wir drücken wieder B oder drücken einmal drauf, damit hier wieder ein QNH-Wert eingestellt wird. Und wir sinken. Dann hoffe ich halt wirklich, dass sich das alles wunderschön ausgeht. Worst Case braucht man noch die Speed Brakes, um da ein bisschen runter zu bremsen, dann, wenn wir zu schnell werden. Senden da jetzt einfach mal auf geschmeidig. Da haben wir jetzt dann gleich die 8000. Ich würde dann auch gleich eigentlich direkt runtergehen, dass man gar nicht 4000 passt. Geht eh perfekt. Kommt genau zeitgleich, das heißt wir drehen hier die 4000 rein und weiter geht's. Das heißt der descendet weiter auf die 4000. Schauen wir uns das wieder an. Ich zoome da wieder ein bisschen raus, dass wir da ein bisschen mehr sehen. Wo haben wir die 4000? Der hat spät. Ich glaube, die haben wir jetzt spät. Ja, würde ich fast sagen. Das könnte ein bisschen eng werden. Dann muss ich jetzt ein bisschen die Rate erhöhen, nehme ich an, oder? Wobei hier sollte man 5000 haben. Na, das geht sich aus. Das geht sich aus. Hier haben wir die 5000 und wir haben ja mit dem blauen Pfeil ja schon die 4000. Das heißt, das geht sich perfekt aus. Lassen wir es drauf ankommen. Der Flieger macht das schon. Er hat nur interessanterweise seinen Speed Constraint jetzt verloren. Wir werden jetzt gerade mal ein bisschen schnell. Ich hau jetzt mal die Speed Brakes raus. Das Flugzeug dreht jetzt nach links, weil da drüben vermutlich unsere Landebahn dann ist. Genau, dort hinten ist sie. Und jetzt schauen wir uns auch noch an, das Landing Signal, LS. Ja bitte, das ist doch perfekt. Die Glide Slope ist genau da, wo wir es brauchen. Ich leite den Approach-Modus ein. Dann switcht das hier alles um auf Localizer und Glide Slope. Jetzt hat er es auch wirklich genommen. Und jetzt fliegen wir quasi dieser Landing Guidance hier nach. Dem ILS-Signal.
Ja, dann ist sich das mit der Höhe ja perfekt ausgegangen. Die Speedbrakes, glaube ich, haue ich wieder raus. Die haue ich bei 220 wieder raus. Wir sind doch ein bisschen sehr flott angekommen jetzt. Aber du siehst schon, also wenn man nicht ganz so stable ankommt, man kann sich behelfen. Bisschen abbremsen mit den Speedbrakes. Jetzt sind wir bei 220. Jetzt kann ich auch schon die erste Flapstufe raushauen, ohne dass wir quasi über ein Overspeed kommen. Wir sehen es auch hier schon, das geht sich gerade noch aus, was sehr gut ist. Und wir hauen das Fahrwerk raus. Das bremst auch noch einmal recht schön. Das lassen wir da jetzt rausfahren. Es ist ziemlich windig da. Also ich hoffe, ich schaffe die Landung da halbwegs leibend. Und wir werden schon wieder langsamer. Das heißt, wir kommen dann, wenn man bei 200 sieht, haue ich die nächste Flapstufe raus. Haben wir unsere Lights eigentlich schon an? Nein, Seatbelt Signs machen wir an. Landing Lights machen wir an. Weil wir landen ja eindeutig. Der wird uns dann schon noch die Clearance geben. Und ich bimmel da einmal durch, damit jeder weiß, hey, aufpassen. Flapstufe 2. Das geht sich noch nicht aus. Da werden wir jetzt kurz ein Overspeed hören oder auch nicht. Nein, hören wir nicht. Du siehst auch schon, die Terrain-Anzeige wird jetzt schon gruselig rot, weil da unten kommt ja wirklich Terrain. Den sollte man meiden. Unbedingt. Also in die Berge nicht reinfliegen. Hier haben wir eine neue Checklist bekommen. Die Spoilers müssen wir wieder armen, damit wir nachher dann quasi mit der Autobrake auch bremsen können. Und die Flaps werden wir jetzt langsam Richtung Full bewegen. Autobrake stellen wir ein auf, würde ich sagen, Medium. Weil wir haben ja unsere Landing Calculation, wo wir sehen, dass wir eigentlich ein bisschen raufschießen. Ja, wir kommen echt mit 64 an. Das wird eng. Das wird eng. Genau, das kriegen wir hin. So, Flaps auf 3. Und wir machen auch gleich direkt Flaps Full. Dann ist das erledigt. Ich blende die ATC aus. 1000. Ich übernehme, glaube ich. Ja. Ich hau Autothrottle raus. Schau, dass wir auf 60% wieder Engine One kommen. Ja, ein bisschen weniger. Dass wir nicht zu schnell werden. Und ich deaktiviere den Autopilot. Ich bestätige das. Und ich lande selber. My Control. Und jetzt drückt es mir die Daumen. 500. 400. Light slow. Ja, ja. Ich sehe schon, wir haben 4 rote Punkte. Das ist eigentlich ein Go-Around-Grund. Light slow. Ja, ja. Danke. Light slow. Gas geben wieder. Wir kommen da schon wieder rein. Ja, ja, komm schon. Light slow. Genau. Es ist nicht, dass wir drin sind, sondern dass wir drunter sind. Und da setzen wir jetzt drauf. 20. Retard. Retard. Ja, das war ja schon fast zu früh. Da sind wir ja quasi fast noch einmal abgehoben. Reverse Thrust. Schau, dass wir mit den Pedalen auf der Runway bleiben. Reverse Thrust wieder raus. Autobrake raus. Und wir lassen uns ausrollen und rollen jetzt mal nach rechts runter von der Runway. Ich würde sagen, wir sind da jetzt ganz gut gelandet. Einen kleinen Bounce habe ich drin gehabt. Das schauen wir uns gleich an. Ich habe ein Add-on, der zeigt mir das. Aber ich glaube, einmal habe ich gebounced. Terrain-Anzeige schalte ich jetzt aus. Und da bleiben wir jetzt mal kurz stehen. Das ist auch ein günstiger Zeitpunkt, um jetzt wieder unsere Landelichter abzudrehen und die Strobe Lights abzudrehen. Und Taxi Light aufzudrehen. Weil wir fahren. Und die APU können wir auch wieder anstarten, weil wir brauchen dann nämlich einen Strom beim Deboarding. Das heißt, die starte ich da jetzt auch mal an. Und dann holen wir uns von der ATC noch die Parkposition. Salzburg ground, Austrian 9er 0 Mike Alpha, request taxi to parking. Austrian 9er 0 Mike Alpha taxi to general aviation parking via taxiway cross
General Aviation AG. Das heißt, wo müssen wir hin? Der will, dass wir auf die andere Seite fahren, oder wie? Nein, der will nur, dass wir von drüben kommen. Ah, direkt vor uns. Okay. Na passt, dann machen wir das. Dann mache ich die Spoiler mal weg, die Flaps auf 0, damit das alles wieder zurückfährt. Und dann fahren wir mal ein Stückchen vor, dass wir da zu dieser Parkposition kommen. Ich gebe wieder minimal Gas. Wir sehen ja eh, wo wir hin müssen, nämlich genau daher. Dann machen wir das. Ein bisschen wieder weniger Gas. Das war zu viel. Funk durch wieder ausblenden. Schauen wir kurz darüber. Navigation tue ich auch wieder weg, die brauchen wir nicht. Schauen wir mal ganz kurz, was da drüben gibt. Wir sind ja in Salzburg, da gibt es auf jeden Fall ein paar Repul-Spezialitäten da drüben in den Gebäuden. Das schauen wir uns alles mal an. Und dann rollen wir da mal nach links. Da ist ein Gepäckfahrzeug, das rollen wir nicht nieder. Das geht sich schon aus. Eigentlich da drüben, okay, auf der orangenen Linie, also nicht da, wo ich fahre. Man darf ja auch immer wieder mal zeigen, wie man es nicht macht. Dann auf E6 ist das anscheinend, parken wir uns ein. Da ist der Kollege, der weist uns auch schon ein, was sehr nett ist. Dann schauen wir, dass wir da möglichst geschmeidig hinkommen. Ein bisschen nach links will er noch. Okay. Will er noch nach vor? Ich gehe noch ein bisschen rauf. Ich glaube, der will noch ein bisschen nach vor, genau. Stopp. Passt. Wir dürfen abdrehen. Sehr gut. Das heißt, Parking Brake setze ich jetzt. Die APU läuft. Das heißt, wir haben einen Strom. Das heißt, wir können die Engines jetzt auch abdrehen, was ich jetzt mache. Hier die beiden, auf meinem Throttle-Quadrant mache ich das direkt so. Und dann war's das. Können wir noch nach hinten schauen, da hört man dann noch, wie das Ganze runterfährt. Cabin crew disarm doors. Dann haben wir das soweit so gut erledigt. Das heißt, wir stehen da jetzt auf unserer Parkposition, haben die Triebwerke abgedreht. Wir können, wenn wir die Beacon Lights abdrehen, dann macht GSX wieder automatisches Deboarding. Das heißt, das machen wir jetzt. Ich drehe sie ab. Und wir haben schon gehört, Deboarding requested. GSX ist abgestürzt. Das heißt, das werden wir wahrscheinlich jetzt doch selber machen müssen. Nein, hat er doch geschafft. Deboarding requested. Es war nur... Ja, okay, es war zwar nicht angewählt, aber es ist trotzdem gelaufen. Naja, wieso nicht? Taxi Light können wir auch abdrehen, weil wir taxien jetzt nicht mehr. Damit haben wir alle Lichter eigentlich auf der korrekten Position, diese beiden Fahrzeuge. Holen da jetzt die Leute raus. Und genau genommen können wir jetzt auch sagen, wir commencen das Deboarding im Tablet. Dann gehe ich wieder auf dieses erste App, aufs Phoenix App, gehe auf Ground Services. Die GPU und die Jocks haben sich durch dieses Beacon Light automatisch gesetzt. Das heißt, wir können unsere APU jetzt auch abdrehen. Weil bei uns läuft ja immer noch das Hilfstriebwerk und wir sehen auch schon da vorne haben wir ein Stromaggregat, diese GPU eben. Das heißt, wir können da jetzt auch das Hilfstriebwerk abdrehen. Einmal APU Bleed aus, abdrehen und das sollte man noch auf On stellen. Also eigentlich sollte man das zuerst machen, weil sonst hat man vielleicht einen kurzen Aussetzer. Damit man quasi von der APU auf die externe Power stellt, dann ist sie wirklich an und wird verwendet und dann drehen wir das ab. Das Gute ist, dass die APU auch noch ein bisschen nachläuft, wie man da sieht. Das heißt, es gibt keinen harten Cut, sonst hätten wir jetzt vielleicht kurz die Lichter gesehen.
Ja, und dann ist das Ganze eigentlich schon erledigt. Jetzt können wir da die Tür aufmachen und unsere herzigen Passagiere da, die wir da haben, auf jeden Fall begrüßen oder halt verabschieden. Die werden da jetzt alle aussteigen. Noch nicht, aber gleich. Ja, da kommt schon die erste Dame. Hinten kann man natürlich auch aussteigen, das haben wir ja gerade gesehen. Also man hat ja auch draußen hinten die Möglichkeit der Treppe. Die Leute dürfen dann in den Bus einsteigen, was da der erste Kollege auch schon tut. Und dann können wir uns erfreuen dran, wie die Leute hier alle herzig aussteigen. Und damit haben wir das heutige Video eigentlich schon erledigt. Du hast jetzt gesehen, wie man den Airbus A320 vom Phoenix von Wien nach Salzburg fliegt, wobei die Destination natürlich vollkommen egal ist. Wichtig ist, du weißt, welche Schalter du klicken musst, damit du den Flieger relativ einfach den Tag starten kannst und dann halt eben wegfliegen lassen kannst und auch sicher wieder landen kannst. Alle Tipps und Tricks, die ich kenne zum Phoenix, habe ich dir gegeben. Ich hoffe, sie konnten dir weiterhelfen. Somit kann ich eigentlich nur sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe in dem Video mehrere Querverweise gemacht, zum Beispiel zur Rollweganzeige, wie du dir flexibel die blauen Pfeile zur Startbahn, zum Gate und so weiter anzeigen kannst. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Schau dir das gerne an. Wenn du dich in SimBrief noch nicht so gut auskennst, habe ich ein Video über SimBrief gemacht, über die kostenlose Version. Das heißt, alles, was man so gratis nutzen kann. Es ist relativ viel und vollkommen ausreichend. Kann ich dir auch nur wärmstens empfehlen. Zur GSX-Integration mit den Passagieren habe ich ein eigenes Video gemacht, damit du hier Leute sitzen siehst, die sich tatsächlich freuen und mitfliegen und auch ein- und aussteigen. Für die Kameraeinstellungen habe ich ein eigenes Video gemacht, wie du so tolle Wing-Views bekommst, wie du die am einfachsten von deinem alten Phoenix übernehmen kannst, wenn du sie dann beim alten Phoenix V1 damals noch gehabt hast. Viele wertvolle Tipps und Tricks. Ich hoffe, da war was Gutes für dich dabei. Schreib mir gern was in die Kommentare. Ich lerne auch gern Neues dazu. Das heißt, wenn du einen Tipp oder mehrere Tipps für mich hast, bitte gib mir sofort Bescheid. Wenn du mich noch unterstützen willst, dann gib diesem Video gerne noch einen Daumen hoch und lass ein Abo auf dem Kanal da, wenn du nicht eh schon abonniert hast. Wenn du schon einer meiner treuen Abonnenten bist, dann vielen herzlichen Dank. Es freut mich sehr und es ehrt mich sehr, dass du dabei bist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, stimmt, meine Landing Rate wollten wir uns noch anschauen. Dazu habe ich dieses Add-on hier, Cheese. Ein Bounce, ja tatsächlich. Also wir sind mit minus 478 FPM gelandet, was schon sehr hart ist. Also es steht hier da Firm Landing. 1,44 G mit einem weinenden Smiley, ja das verstehe ich. Das hat sicher ein bisschen gerumst. Und ja, ein Bounce, wie gesagt. Also das geht auf jeden Fall besser, aber wir haben es überlebt. Wir sind sicher am Boden gekommen. Wir sind auf jeden Fall gerade auf der Landebahn gelandet. Damit habe ich mir auch schon eine Challenge gesetzt beim nächsten Mal. Auf jeden Fall weicher landen, als diese Landung hier gelungen ist. In diesem Sinne, ciao Baba. Schau dir gerne dieses Video oder diese Playlist an.